Hey Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Update zur Webseite und zum Battle of AIs. So, ganz kurz zur Webseite. Ich habe hier oben eine kleine extra Kategorie mit Tools gemacht, die ihr sehen könnt hier. Und ja, da finden sich aktuell nur 2 Dinge, aber es werden wahrscheinlich noch mehr dazukommen. Vielleicht dürft ihr auch selber welche schreiben, aber mal gucken. Auf jeden Fall, momentan finden wir ein Wiki und das Wiki möchte ich ganz kurz mal vorstellen, weil es unglaublich mächtig ist. Und das Wichtige daran, das ist alles von euch geschrieben, denn ich habe das Wiki schon eine Weile online jetzt und habe das Ganze im Forum gepostet, aber noch nicht offiziell auf der Webseite verlinkt. Und ja, da ist eigentlich schon richtig geiles Zeug entstanden. Ich meine, schaut euch bloß einfach mal ganz kurz den Web-Development-Artikel an. Also hier, das alles hier sind Artikel im Web-Development-Bereich. Das heißt, ihr habt hier für HTML zum Beispiel eine kurze Übersicht, so sieht ein Kommentar aus, so sieht ein Seitentitel aus, so könnt ihr die Zeichenkodierung angeben und so weiter und so fort. Das heißt, einfach hier quasi das Mega-Cheat-Sheet. Wenn ihr schon eine Ahnung von HTML habt, ist das super, einfach mal kurz was nachzugucken. Alles in einer Hand. Das heißt, ihr müsst eigentlich euch nur daran erinnern, das war das und so geht das also dann. Das heißt, hier einfach quasi ein Haufen von Cheat Sheets und natürlich auch eigene Sprachen, die hier Abonnenten von mir geschrieben haben. Hier Informationen zum Beispiel Man-in-the-Middle-Angriff oder zu Honeypots oder sowas. Und das Linux-Terminal, den Artikel benutze ich selber ganz gerne, weil ich merke mir zum Beispiel nicht jeden einzelnen Befehl, das kann man gar nicht wahrscheinlich, sondern einfach mal hier nachlesen, wenn man irgendeinen Befehl vergessen hat. So war das natürlich. Und natürlich, ja, alles von euch gemacht und natürlich auch für euch. Das heißt, ihr könnt da gerne selber auch Artikel schreiben und ihr könnt auch gerne Artikel bearbeiten, erweitern und so weiter und so fort und natürlich auch lesen. Dazu ist ein Wiki ja hauptsächlich da. Okay, Teil 2 sind die IP-Tools. IP-Tools sind, ja, quasi, wenn ihr eine IP habt, dann könnt ihr hier mal nachgucken. Also hier wird erstmal eure IP angezeigt. Das ist jetzt aktuell meine IP, die wird sich aber gleich wieder ändern wahrscheinlich. Und ja, dann kann eure IP, beziehungsweise die IP, die ihr hier angegeben habt, über die findet ihr da ein paar nützliche Sachen raus. Zum Beispiel hier, wo ihr wohnt, in welcher Stadt ihr wohnt, was genau eure Adresse ist, beziehungsweise was für IPs ihr intern habt. Und das ist ziemlich interessant. Hier steht zum einen mal die IPv6-Adresse, aber hier steht auch meine interne Adresse, das heißt die Adresse, die ich in meinem lokalen Netzwerk habe. Hier steht euer Betriebssystem, dann wird eure Position auf einer Karte angezeigt, ist natürlich nicht perfekt genau, aber relativ genau. Also ja, gut, es ist nicht wirklich genau, ich bin ein bisschen woanders, aber naja. Und ja, dann noch der Browser-Fingerprint, das heißt, wir haben hier einige Informationen, die wir eigentlich vielleicht lieber nicht rausgeben wollen würden. Klar, ich habe mehrere Browser und ich kann das auch blockieren und so weiter, aber ich wollte es euch einfach mal kurz zeigen, was da alles so für Informationen bei rumkommen. Und da oben wird dann auch eine Hash-Summe berechnet und ja, das ist quasi dann euer Browser-Fingerprint, der relativ unique ist. So. Gut, da könnt ihr einfach mal gerne mal durchgucken, was ihr hier so für Informationen findet und vielleicht habt ihr ja Möglichkeiten rauszufinden, ob ihr nicht vielleicht doch ein bisschen anonymer werden wollt, indem ihr zum Beispiel Cookies blockiert oder irgendwelche Skripts blockiert oder sowas. Das hier ist auch logischerweise alles ein JavaScript, das heißt, ihr müsst euch sozusagen Gedanken drum machen, wie kann ich ein bisschen anonymer werden mit JavaScript-Blockern und so weiter. Und ja, hier kann man zum Beispiel auch sehr leicht checken, ob man jetzt ein VPN gerade benutzt, ob das Tor-Netz aktiv ist und sowas. Dafür benutze ich zum Beispiel solche Tools auch ganz gerne und da dachte ich mir, Mensch, ich benutze es so oft, da schreibe ich mir doch das mal kurz selber. Okay, sehr gut. Ja, und wollte ich dann natürlich auch euch zur Verfügung stellen. So, Teil 2 ist ganz kurz wirklich nur zum Battle of AIs. Wer es nicht mitbekommen hat, es gibt auf meinem Kanal und auch im Forum natürlich, also auf meinem Kanal gibt es ein Video, Battle of AIs, es gibt eine Playlist dazu und auch im Forum gibt es einen extra Bereich fürs Battle of AIs, da könnt ihr dann Fragen stellen und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, es treten 2 KIs gegeneinander an jeweils und wir wollen die Deadline jetzt in einem Monat machen. Das heißt ungefähr Anfang Juni, also 1. Juni, sage ich jetzt einfach mal, fest ist Deadline. Das heißt, da könnt ihr dann noch, bis dahin könnt ihr eure KIs mir schicken oder auch Anthony schicken und ja, die werden dann gegeneinander antreten. Wie genau und wann ihr dann irgendwie antretet, das schreiben wir euch noch. Da müssen wir natürlich davor noch gucken, wie viele Leute haben sich jetzt hier tatsächlich angemeldet. Ein paar haben sich tatsächlich auch schon angemeldet und ja, nur dass alle mitkriegen, 1. Juni ist Deadline für Battle of AIs. Danach ist Battle of AIs noch nicht weg oder sowas, keine Sorge, es wird noch mehr Spiele geben, es wird auch wahrscheinlich einen Server geben, wenn alles glatt läuft, wo ihr dann eure AIs antreten lassen könnt, aber das offizielle Turnier, das ist dann irgendwann so Richtung Juni, also 1. Juni, wie gesagt, Ende und dann schauen wir mal,
wie viele sich angemeldet haben, machen einen Turnierplan und so weiter und so fort. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr seid soweit dabei und euch gefallen auch ein paar Tools davon. Vielleicht dürft ihr auch mal ein paar selber schreiben und mir die dann einfach schicken, keine Ahnung. Und ja, wir hören uns dann. Bis dann, ciao!